Wir sind jetzt zurück in Stone Town. Ja, wir bleiben hier noch 2 Nächte und dann geht's zurück nach Berlin. Nun sind wir zurück in Stone Town. Ja, wir bleiben hier noch 2 Nächte. Ja, und wir wollen hier nochmal auf dem Markt ein paar Gewürze und ein paar Mitbringsel für unsere Familie und unsere Freunde einkaufen. Genau. Leute, guckt mal, da hinten ist die Sandbank. Da könnt ihr hinfahren mit dem Boot und baden, euch sonnen, schnorcheln und so weiter. Ja, und jetzt kommt unser Fazit zu Sansibar. Ja, lohnt sich der Urlaub oder lohnt er sich nicht? Wenn ihr hier auf Sansibar mit dem Flugzeug ankommt, dann landet ihr hier gleich in Sansibar Stadt. Und in Sansibar Stadt, ein Teil davon nennt sich Stone Town. Hier könnt ihr anfangen. Ja, sucht euch hier für 1, 2 Tage, vielleicht auch 3, ein Zimmer, um hier einfach mal runterzukommen und euch ans Klima zu gewöhnen, denn es wird sehr, sehr heiß. Mehr als 35 Grad im Winter, also Dezember bis März. 35 Grad und mehr. Zudem könnt ihr euch erstmal einen Überblick verschaffen über Sansibar. Ihr könnt hier einige Sachen kaufen, wenn ihr was vergessen habt oder benötigt. Wir empfehlen euch auf jeden Fall ganz viel für Moskitoschutz, also für Mückenschutz zu kaufen, Raumspray und
etwas für die Haut. Ja, leider hat nicht jedes Hotel, das ihr anschließend besucht, irgendwas gegen Mücken. Von hier aus, von Stone Town, sind wir dann nach Nungvi hoch, das liegt im Norden und ist Badegegend. Von dort aus könnt ihr kleinere Schnorchelausflüge machen, zum Beispiel nach Member Island. Aber achtet darauf, dass ihr die Schnorchelausflüge dann macht, wenn halbwegs Ebbe ist. Ja, wenn Ebbe ist, könnt ihr da auch am Strand lang gehen und seht ganz viele Starfishes. Starfishes sind Seesterne. Dann könnt ihr dort auch eine Turtle Sanctuary besuchen, das heißt eine Seeschildkröten-Auffangstation. Genau, und wenn ihr baden wollt, dann bei Flut in Nungvi. Ja, es gibt sehr, sehr viele Seeigel. Wenn ihr mit Kindern dorthin fahrt, dann passt auf, dass sie nicht einfach ins Wasser rennen. Es gibt sehr, sehr viele Seeigel dort. So, von dort aus, von Nungvi, sind wir nach Pingve gefahren. Ja, in Pingve ist das Rock-Restaurant. Wenn ihr hin wollt, geht hin, trinkt etwas, mehr braucht ihr nicht. Ja, das haben wir ja schon in einem anderen Video gebracht. Von dort aus könnt ihr Schnorcheltouren machen zu dem Starfish Point. Da seht ihr ganz, ganz viele Seesterne im Meer. Oder ihr macht von dort aus am günstigsten die Tour zur Blue Lagoon. Starfish und Blue Lagoon wieder bei Ebbe und baden auch bei Ebbe. Denn es bilden sich hinten kleine Lagunen, in denen man sehr schön baden kann. Ja, bei Flut sind da sehr, sehr hohe Wellen. So, danach sind wir nach Pagé. Ja, in Pagé gibt es erstmal sehr, sehr viele Läden, um wieder was einzukaufen, falls ihr etwas benötigt. Und auch viele, viele Restaurants in der Stadt, wo ihr günstig und sehr, sehr gut essen könnt. Ihr könnt auch am Strand essen. So, was könnt ihr in Pagé machen? Pagé ist Kitesurfer und ihr könnt bei Ebbe weit rauslaufen, hinter die Seegrasfelder und euch da im Wasser umgucken. Ja, ihr könnt bis zu 2 Kilometer weit rauslaufen. Es ist fast wie in der Nordsee. Baden dort ist nicht so schön, dafür gibt es viele andere Sachen zu entdecken. Und kilometerweise Strände zum Hoch- und wieder runterlaufen und fast menschenleer zu dieser Zeit. So, zum Abschluss der ganzen Geschichte könnt ihr euch entweder direkt zum Flughafen fahren lassen oder ihr fahrt, so wie wir, nochmal 2 Tage nach Stone Town. Einfach zum Einkaufen, um Mitbringsel mitzubringen. Ja, den Markt, Spices kaufen und so weiter und so fort. Und dann ist es von hier aus für $10 ein kurzer Weg zum Flughafen. Und dann müsst ihr diese ganzen Spices, T-Shirts oder was auch immer ihr haben wollt, nicht die ganze Runde mitschleppen. Ja. So, empfehlen wir also einen Urlaub auf Sansibar? Ja, empfehlen wir. Aber achtet auf die Temperaturen. Wenn ihr temperaturempfindlich seid, dann fahrt lieber zu Zeiten, wo es hier nicht ganz so warm ist. Und zudem achtet darauf, wann Ebbe und wann Flut ist. Ja, kann man wunderbar Urlaub machen. Zum Baden müsst ihr dann immer darauf achten. Und ansonsten ist es wunderschön hier und abwechslungsreich. So, und nun sind unsere 3 Wochen Urlaub vorbei und wir fliegen wieder zurück nach Hause. Schade. Und wenn euch unsere Videos gefallen haben, dann klickt doch mal den Daumen nach oben. Oder abonniert uns. Da unten. Und die Glocke aktivieren, damit ihr jedes Video mitbekommt.
Leute, wir sind wieder in Berlin gelandet. Nehmen jetzt den Bus wieder zurück nach Hause. Ja, wir kamen mit einem Dreamliner an, der nicht mal voll besetzt war. Also vielleicht so 500, 600 Leute schätzungsweise, die zur selben Zeit in die Immigration gehen oder in die Passkontrolle. Es ist mega voll, aber dennoch geht es schnell. Wir sind überrascht. Auch unser Gepäck hatten wir sehr schnell. Und nun fahren wir wieder nach Hause mit dem Bus.